Den Marmorkuchen, den habe ich mit meiner Oma schon gebacken. Da konnte ich das Wort Marmorkuchen wahrscheinlich noch nicht mal aussprechen. Hallo, ich bin Nico Staniszok. Schön, dich zu sehen. Dieser Marmorkuchen, von dem schon irgendjemand ein Stückchen abgebissen hat, ist mein absoluter Lieblingskuchen. Das Rezept kann ich auswendig im Schlaf mit geschlossenen Augen. Und wie das geht, das zeige ich dir heute. Also ich meine natürlich das Rezept und nicht, wie ich mit geschlossenen Augen im Schlaf Marmorkuchen backe. Ich heize als erstes meinen Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vor, da der ziemlich langsam aufheizt. Wichtig ist, dass der Backofen 180 Grad hat, wenn du die Form in den Ofen schiebst. Du kennst deinen Backofen besser als ich und weißt, wann du ihn vorheizen musst. Als nächstes ist die Backform dran. Ich verwende heute eine Kastenform, meine ist 30 cm lang. Du kannst aber auch eine Gugelhupfform mit 24 cm Durchmesser verwenden. Ich lege mir die Form hier heute mit Backpapier aus. Das finde ich wesentlich praktischer. Du kannst sie aber auch mit Butter ausreiben und dann mit Mehl ausstäuben oder mit Paniermehl. Ich empfehle, alle Zutaten abzuwiegen und bereitzustellen. Das erleichtert die Arbeit sehr. Außerdem ist es wichtig, dass alle Zutaten Raumtemperatur haben. Nimm daher die Eier rechtzeitig aus dem Kühlschrank. Als erstes kommen 300 Gramm Butter oder Margarine in eine Rührschüssel. Dazu kommen 250 Gramm Zucker. Ich verwende Braunzucker, aber normaler weißer Zucker funktioniert genauso gut. Dann 2 Päckchen Vanillezucker oder wie ich 2 Teelöffel Vanilleextrakt, ein Fläschchen Rumaroma und 1 Teelöffel Salz. Die Menge Salz ist wirklich wichtig. Schokolade und Salz, das gibt ein süchtig machendes Aroma, sage ich dir. Das alles schlagen wir jetzt mit den Rührbesen des Handrührgeräts hellcremig auf. Das dauert ca. 2 Minuten. Danach werden 5 Eier Größe M nacheinander eingerührt. Bedeutet, jedes Ei wird so lange mit der Buttermasse verrührt, bis es vollständig eingearbeitet ist. Das dauert etwa eine halbe Minute pro Ei. Ich kürze das jetzt aber hier mal ab, denn du möchtest mir ja jetzt nicht 2,5 Minuten dabei zuschauen, wie ich hier die Eier einrühre. Als nächstes kommen 400 Gramm Weizenmehl dazu. Hier kannst du Typ 405 oder 550 verwenden. Ich empfehle aber Typ 550 zu verwenden. Dadurch wird der Kuchen etwas mürber. Mit 405er Mehl schmeckt mir der Kuchen persönlich fast schon zu fein. Hört sich komisch an, aber du kannst das ja mal ausprobieren und dann vergleichen. Weiter kommen 4 Teelöffel oder 8 Gramm Backpulver dazu und 80 Milliliter Milch. Das alles verrühren wir so zügig wie möglich zu einem glatten Teig, also nicht länger als eine Minute verrühren. Jetzt kommt die Frage, an der sich die Gemüter scheiden, möglicherweise. Mehr heller Teig oder mehr dunkler Teig? Ich bin absoluter Fan von Schokolade, daher gebe ich nur 1/3 oder eher nur 1/4 vom hellen Teig in die Backform. Mich würde mal interessieren, ob es da eine Mehrheit für das eine oder andere gibt. Lass mir mal einen Kommentar da, was du bevorzugt. Vielleicht gibt es ja dann irgendwann einen 100% Schokomarmorkuchen so im Ombre-Stil. So, zum restlichen hellen Teig kommen jetzt 30 Gramm Kakaopulver, 20 Gramm Zucker, um den herben Kakaogeschmack etwas auszugleichen, und 30 bis 50 Gramm Milch, um den Kuchen noch saftiger zu machen. Das alles so schnell wie möglich zu einem glatten Teig verrühren. Je länger du hier rührst, desto zäher wird der Teig und umso fester wird der Kuchen. Also, wie heißt es so schön, in der Kürze liegt die Würze. Den dunklen Teig dann auf dem hellen Teig verstreichen und mit einer Gabel verziehen. Die Form dann in den Backofen schieben, mittlerer Einschub, und den Kuchen für 60 Minuten backen. Den Kuchen anschließend herausnehmen und in der Form für 10 Minuten abkühlen lassen. Anschließend dann auf ein Gitter stürzen und vollständig abkühlen lassen. Ja, wenn du magst, dann kannst du den Kuchen auch noch mit Puderzucker abstäuben. Also meine bevorzugte Art und Weise. Ich sage heute mal auf diese Weise Tschüss. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Einschalten und würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonnierst, weiß ich es wirklich sehr zu schätzen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir bitte einen Daumen nach oben da. Das gesagt, ich brauche jetzt ein Stück Marmorkuchen und einen Kaffee. Tschüss! Marmorkuchen machen gehen! Oh, here you are, face to face in this trashy bar.